Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mal wieder mit FEC in einem Video. Seltener Anblick. Aber ich dachte mir, ich gebe mal so einen kurzen Zwischenstand. Also ich bin mir nicht mal ganz genau, was ich mit Master Grind angefangen habe. Müsste ich mir nochmal angucken. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt unter 40 Tagen noch übrig. Der FEC-Server geht jetzt noch 38 Tage bis zum 24. Oktober. Und es ist fast die Halbzeit von dem Zeitpunkt, wo ich eben angefangen habe. Wie gesagt, nicht ganz. Ich glaube, es waren 67 Tage. Also so nicht ganz die Halbzeit, seit ich eben angefangen habe mit dem Master Grind. Aber was man auf jeden Fall sagen kann ist, oder was ich euch sagen kann ist, es läuft besser als erwartet. Das freut mich auch. Das ist gut, dass es besser läuft als erwartet. Weil ich hatte ja letzten FEC, also letztes Jahr schon, angefangen damals im Master Grind, da habe ich aber wirklich viel zu wenig gemacht. Also ich glaube, ich habe die letzten 2, 3, maximal 4 Wochen angefangen, also quasi unter 30 Tage. Und wenn ich mich richtig erinnere, auch nur halbherzig, also nicht so wie jetzt, wo ich eigentlich nichts anderes mache außer Master Grind, sondern da habe ich es quasi nur so gemacht, Party ziehen und hier und da mal eine Stunde, aber halt nicht nur quasi. Also habe ich, glaube ich, immer noch irgendwas anderes gemacht, ich weiß nicht mehr genau was. Aber auf jeden Fall habe ich mich da noch nicht so voll rein fokussiert, nicht voll reingegrindet. Und das mache ich jetzt halt schon, eben aufgrund dieser Erfahrung, weil ich halt wusste, wenn man es nicht voll macht, also mit 8 Chars halt zeitgleich Master Grind, dann kannst du es auch gleich lassen, weil dann schaffst du halt maximal Level 90 oder Level 100 und dann ist man halt trotzdem immer noch extrem weit von Hero entfernt und die letzten 20 Level auf Burudenk zu machen als Master, das kommt halt irgendwie nicht in Frage. Aber das müssen wir auch nicht. Wie gesagt, jetzt haben wir noch 38 Tage und anfänglich war mein Ziel immer jeden Tag ein Level zu machen. Das schaffe ich jetzt natürlich nicht mehr, sehr klar. Ich meine, jetzt sind wir schon fast alle Chars Level 100, also wir sind fast im letzten Drittel, kann man sagen. Also sind ja 65 Level insgesamt, von 60 auf 125. By the way, die Hero-Level, ich zähle die trotzdem als Master-Level, weil man ist ja erst auf 125 Hero. Das heißt, Master geht ja trotzdem bis 125 oder 124 und ab 125 bis dann Hero sozusagen. Whatever, ist ja egal. Auf jeden Fall sind im Endeffekt 65 Level. Und ich habe das quasi so aufgeteilt für mich selbst, 22, 22, 21. Und das heißt, wenn alle Leecher 104 sind, dann sind wir tatsächlich im letzten Drittel. Im schwierigsten Drittel kann man auch sagen. Das Drittel, was am längsten dauern wird. Aber wie gesagt, wir haben noch mehr als die Hälfte der Zeit und sind schon fast im letzten Drittel angekommen. Also auf jeden Fall gut über der Hälfte. Also das, was die Level angeht. Ja, was die tatsächlich beanspruchte Zeit oder benötigte Zeit angeht, sind wir wahrscheinlich noch nicht ganz im letzten Drittel, selbst wenn wir 104 erreicht haben. Aber trotzdem sind wir auf jeden Fall schon gut vorangekommen. Und ich werde dann immer wieder gefragt, was jetzt das Ziel ist, ob 125 und so. Ich kann es natürlich noch nicht ganz sagen, weil ich weiß es natürlich nicht. Also ich war noch nie wirklich sehr viel höher als jetzt. Also meine anderen Master-Charakter sind zwar niedriger, also die haben wir auf jeden Fall schon überholt und haben, wie gesagt, noch sehr viel Zeit. Aber ich war halt noch nie ein Asreas Master. Ich persönlich erwarte, dass vor allem bei Augu die Killtime halt sehr gut wieder sein wird, weil die Monster Feuer sind, so ähnlich wie hier bei den Pop-Crank. Hier ist die Killtime halt auch phänomenal. Gut, eigentlich tatsächlich noch nicht, weil die Viecher tatsächlich noch einige Level über mir sind, aber sie ist trotzdem extrem gut dafür, dass sie so viele Level über mir sind. Genau. Und bei Augu müsste es dann eigentlich echt gut laufen. Bei Augu werde ich dann wahrscheinlich auch sehr viel Zeit verbringen. So viel Zeit wie noch nirgendwo sonst bisher. Also das ist quasi das größere Ziel, jetzt dann demnächst mal Augu zu erreichen. Wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Also eine Woche vielleicht, 1,5 höchstens. Und dann wird es halt erstmal Augu-Grind des Todes sein, eine ganze Weile lang. Und das Ding ist halt, ich habe das schon öfter erklärt, wie ich das so sehe. Also, das ist halt meine Ansicht. Keine Ahnung, kann man vielleicht auch anders sehen, I guess. Aber ich sehe es halt einfach so. Der Elementor ist für mich der beste Charakter zum Leveln. Sehe ich immer wieder. Der einzige, der mit dem mithalten könnte, wäre zum Beispiel Psy oder so. Aber ich persönlich mag keinen Psy, deswegen ist für mich nur der Elementor möglich, der diesen Level-Speed aufrechthalten kann. Und grundsätzlich bin ich natürlich der Auffassung, also am schnellsten müsste es gehen, wenn du so Charakter im 8-Char-Ding auf dem Maximallevel ziehst, dass du irgendwann sagst, naja, jetzt Party auf Schaden bringt nichts mehr, beziehungsweise halt bei der 8-Char-Taktik mit Master Grind ist Party auf Schaden sowieso schwierig, weil du ja nur 9 Level über denen sein darfst, da hast du fast immer Party auf Level eigentlich. Also habe ich jetzt zumindest fast 90% der Zeit gefühlt gehabt. Aber grundsätzlich wäre es halt so, du würdest Party auf Schaden machen und nur dann, wenn du musst, Party auf Level. So. Aber es bringt dir ja nichts, wenn dein Main-Character, der am schnellsten levelt, der die beste Levelgeschwindigkeit hat, dann auf Maximallevel ist, also zum Beispiel 160 oder in dem Fall halt 125 oder 124 mit 99, whatever, und dann keine XP mehr bekommt.
dann hast du ja im Endeffekt eigentlich irgendwo was falsch gemacht, weil deine ganzen anderen Chars brauchen quasi noch 19 oder 9 Level. Aber dein Leveler muss ja immer noch ran, obwohl er schon fertig ist. Also dein Leveler ist quasi 160, 99, whatever, kriegt überhaupt keine XP mehr. Und dann stellst du die Party plötzlich auf Level und grindest deine Lead-Char mit dem gleichen Char weiter. Also das habe ich schon relativ früh erkannt, das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Außer man wechselt seinen Main-Character. Es gibt quasi die Taktik, dass du sagst, Party auf Schaden, bis der Main 160 ist. Und dann wechselst du den Main, schmeißt den 160er aus der Party. Jemand anders fängt an zu leveln, zum Beispiel der Psykeeper. Machst mit dem Psykeeper wieder Party auf Schaden, ziehst den Psykeeper auf 160, bis dahin sind die anderen Chars dann, was weiß ich, 142, whatever. In dem Beispiel, also in dem Kontext ist es besser zu erklären als im Master Grind. Und wenn der 160 ist, dann kommt der nächste dran, dann als nächstes wahrscheinlich der Ranger oder so. Und so würdest du es nacheinander machen, immer mit Party auf Schaden, dass du eben, ja, die meiste XP irgendwo rausholst. So. Problem mit dieser Taktik ist halt aber erstens, nicht alle leveln gleich schnell. Also spätestens, wenn du vom Psykeeper und Elementor weg bist, alle anderen leveln definitiv langsamer. Das heißt, ja, mag sein, dass die XP an sich besser sind, aber du levelst halt auch langsamer. Das heißt, deine Killtime ist schlechter. Das heißt, die Gesamt-XP sinkt ein bisschen. Und, also zumindest im Vergleich vom Psykeeper und Elementor dann. Und da dachte ich mir dann, naja, vor allem, wenn die anderen Charakter auch kein Equipment haben, was jetzt zum Beispiel hier auf dem FEC-Server der Fall ist. Alle meine anderen Chars haben quasi Zero Equipment, also wirklich 0, gar nichts. Ja. Die haben nicht mal vollständige 105er-Sets, die haben absolut gar nichts außer ein paar AG-Waffen. Mehr haben die nicht. Das heißt, ich kann mit denen nicht leveln. Und das heißt, auf dem FEC-Server mit dem Elementor 125 zu erreichen, ergibt einfach keinen Sinn. Wie gesagt, wenn er 125 wäre und die anderen immer noch 116 zum Beispiel, was bringt mir das? Ich muss trotzdem mit dem Elementor weiterleveln, weil die anderen kein Equipment haben. Ich kann ihn nicht aus der Party schmeißen und jemand anderem das Zepter in die Hand geben. Das funktioniert nicht, weil die anderen kein Equipment haben. Und das bedeutet für mich einfach, der logische Schluss, diese immer Party auf Schaden halten und den Leveler quasi immer austauschen, wenn er Maximallevel erreicht, Taktik, was an für sich wahrscheinlich die beste Taktik wäre, kann man nicht immer anwenden. Und ich werde es deswegen so machen, dass ich bereits bevor der Charakter 160 erreicht, die Party auf Level stelle, eben damit nicht das eintritt, dass der Main Character keine XP mehr bekommt effektiv und fertig ist und nur noch warten muss auf die anderen, sondern stelle natürlich schon lange vorher dann die Party auf Level, beziehungsweise pushe nicht den Elementor aufs Maximallevel, sondern gucke halt, dass alle Leecher es ein bisschen früher erreichen. Lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt werde ich wahrscheinlich die Party ab Augu permanent auf Level lassen, sodass ich wahrscheinlich auf dem FEC-Server mit keinem Char Hero werde und es dann auf Burodeng fertig mache. Und auf Burodeng ist es dann so, dass ich da theoretisch schon die Möglichkeit hätte, jedem Char Equipment zu geben. Da habe ich ja zum Glück auch ein bisschen ungebundenes Equipment. Also da könnte ich dann wahrscheinlich schon das so einrichten, dass zumindest der Blade, der Ranger, der Psy, also die könnten zumindest alle das Ruder übernehmen, die könnten das Zepter in die Hand nehmen und die könnten damit Party auf Schaden tatsächlich leveln. Und dann könnte man das so machen, wie ich es am Anfang erklärt habe oder wie ich es zuerst erklärt habe. Aber hier auf dem FEC-Server wird das halt nicht funktionieren. Und wie gesagt, ich weiß halt noch nicht, wie schnell ich dann überhaupt leveln werde. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt relevant werden wird. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt wirklich auf Krampf probieren würde, immer die 9 Level-Differenz zu halten, also immer Party auf Schaden, Schaden, Schaden. Erst wenn es nicht mehr geht, dann wieder Level, ein Level die Leecher nachziehen, dann wieder Schaden, Schaden, Schaden. Ja, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so weit kommen würde, dass wir tatsächlich 125 erreichen würden. Falls doch, ja, wäre es natürlich nicht schlecht, aber wie gesagt, bringt mir halt effektiv eigentlich auch nicht so viel und deswegen lege ich es darauf dann tatsächlich nicht an. Also auf die Frage, werde ich hier noch 125 erreichen? Höchstwahrscheinlich nicht, weil ich es dann gar nicht anpeile. Also soll ich es trotzdem schaffen, obwohl ich die Party dann überwiegend auf Level gestellt habe, dann ist irgendwas kolossal falsch gelaufen, im positiven Sinne, weil das sollte theoretisch nicht möglich sein. Also ich kann nicht 125 erreichen, wenn ich die Party ab spätestens 100, welches Level wäre ich da? 112, 13, 14, sowas in dem Dreh, wenn wir dann zu August gehen. Naja, wahrscheinlich eher 113 plus. Ja, also ich werde da keine 12 Level-Ups machen, das kann ich euch eigentlich schon fast versprechen. Genau, aber ja, wie gesagt, ich bin eigentlich wirklich sehr zufrieden mit dem Master Grind. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Spaß, ja gut, hält sich jetzt natürlich ein bisschen in Grenzen. Es ist halt einfach 1:1 der gleiche Content wie Non-Master Grinden. Das ist auch immer so ein bisschen das, was ich ein bisschen schade finde bei Flive Universe oder generell bei Flive, dass du mehr oder weniger in einem Game gezwungen bist, immer und 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 immer wieder das Gleiche zu machen, ohne Ende. Ja, aber ich meine, für mich ist das tatsächlich gar nicht so schlimm. Also wie gesagt, ultra viel Spaß oder
Es macht jetzt nicht sehr viel Spaß natürlich an für sich, aber es gehört halt einfach dazu. Und ja, also dadurch, dass der Fortschritt passt, kann man es auf jeden Fall aushalten. Ja, es wäre natürlich nicht schlecht, wenn der Violet irgendwann mal weggehen würde, ne? Ja, macht er aber einfach nicht, egal wie weit wir von seinem Spawnpunkt weglaufen. Genau. Aber das war eigentlich schon so mehr oder weniger das, was ich euch noch mitteilen wollte. Ich werde, wie gesagt, einfach die ganze restliche Zeit vom FEC-Server nur noch den Master Grand weiter pushen. Junge, wie dieses Scheißvieh sich einfach nicht verpisst hat. Das ist crazy. Werden nur noch den Master Grand weitermachen. Und genau, dann werden wir uns irgendwann auf Burudeng alle wiedersehen. Und ja, vielleicht gibt es nochmal ein Update-Video kurz vor Ende, also so in den letzten 1-2 Wochen wahrscheinlich. Wird natürlich noch Videos geben dazu, also die werden jetzt hoffentlich bald, das wird auch immer wieder gefragt, wegen Transfer soll so eine Liste kommen. Mit allen Items müssten da theoretisch drinstehen, die es in-game gibt. Was alles transferiert wird, was es vielleicht für Ausnahmen geben wird, was es dieses Jahr für Besonderheiten gibt und so. Es gibt ja auch neue Items seit dem letzten FEC-Server. Da gab es dann zum Beispiel keine Orikalkum und so. Also lauter Items, die jetzt seriengebunden existieren, die es letztes Mal gar nicht gab. Also welche Ausnahmen wird es dafür geben und so. All diese Sachen wissen wir nicht. Da, wie gesagt, wird eigentlich ein Post kommen. Der wurde ja auch schon angekündigt, dieser Post von Gala selbst. Aber wann der kommt, das weiß man natürlich nicht. Ich hoffe bald, weil es, wie gesagt, sind wir ja doch schon fast nur noch einen Monat. Ein bisschen über einen Monat noch ist zeitlich übrig. Also sollte jetzt dann hoffentlich bald mal schon noch ein bisschen mehr Kommunikation und Infos wieder von Gala kommen, damit man sich da nicht so im Dunkeln gelassen fühlt. Ja, und dann das Update ist natürlich noch so ein laufendes Thema, habt ihr bestimmt mitbekommen, habe schon 20.000 Videos dazu gemacht, aber zu meiner Verteidigung muss man wirklich sagen, sie haben gesagt, Early Second Half, ich meine, es war dann nur ein Q&A, es war keine offizielle Ankündigung, darf man natürlich nicht vergessen, sage ich auch gar nicht, aber trotzdem haben sie es gesagt, Early Second Half, und die ist definitiv vorbei, wir haben Mitte September, also ich meine, Early Second Half oder beziehungsweise Second Half ist halt 1. Juli plus, ich meine, das war vor 2,5 Monaten. Und deswegen fühlt sich das für euch und wahrscheinlich auch vor allem für mich, ich weiß gar nicht, ob es euch so aufgefallen ist, aber ich habe gefühlt schon 10 Videos oder so darüber gemacht. Aber das Problem ist halt, ich weiß ja Anfang August nicht, dass ich Anfang September immer noch darüber rede und so. Und das ist halt so ein, ja, was willst du machen? Ich weiß, es ist so ein laufendes Ding einfach, worüber man drüber redet. Und je länger es dauert, desto öfter redet man drüber. Und dann entstehen halt auch immer mehr Videos und so zu dem Thema. Aber es ist halt wirklich, es ist absurd. Also wir haben jetzt am 9. November 2023 kam New Horizon und das ist in 1,5 Monaten. Also wir haben jetzt über 10 Monate kein Update mehr gehabt in Flive Universe und ehrlich gesagt, ich finde das richtig erschreckend, weil am Anfang war es ja richtig gut, alle 6 bis 8 Monate kam ein Update. Ich meine, was heißt richtig gut? Richtig gut für Flive-Verhältnisse. Ich meine, generell ist das natürlich nicht so krass. Ich meine, alle 6 Monate ein Update ist ja wahrscheinlich für viele Leute das Minimum, was sie sich von einem Videospiel so erhoffen oder erwarten. Aber in Flive konnte man da schon echt froh drüber sein, dass sie das so durchgezogen haben. Auch wenn es natürlich hier und da Hindernisse gab und Verschiebungen und vielleicht in Anführungszeichen falsche Versprechungen oder so. Ja, aber ich sag mal so, am Ende des Tages waren es immer maximal 8 Monate. Bis jetzt. Jetzt sind es schon 10, schon über 10. Wir haben immer noch keine Ankündigung, wir haben kein Datum, wir haben gar nichts. Also es könnten noch easy noch 11 Monate werden. Ist ja auch schon in 3 Wochen, also ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass es 11 Monate werden. Und wenn wir Pech haben, wird es tatsächlich das volle Jahr, wo wir dann ein Jahr kein Update hatten. Und ich finde, das ist ein sehr erschreckendes und schlechtes Zeichen, weil ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum. Also, was ist im letzten... Ich finde, seit New Horizon, die Zeit ist relativ schnell vergangen. Und ganz ehrlich, es ist nichts passiert. Also literally nichts. Herneswaffen kosten immer noch ein Vermögen zum Teil. Oder zum Großteil. Lucakas Crystal Waffen kosten immer noch ein Vermögen. Maximallevel immer noch 160. Keine neuen Dungeons, keine neuen Systeme. Alles ist im Endeffekt gleich geblieben. Kurz zwischenzeitlich haben wir Kaigas Assault bekommen und Gilden-Artifact-Battles. Wow, krass. Aber das war ja Teil von New Horizon. Deswegen zähle ich das nicht dazu. Das war kein richtiges Update, da stand ja auch dabei, New Horizon Expansion. Das heißt, sie haben es wahrscheinlich einfach zu New Horizon nicht fertig geschafft und deswegen nachliefern müssen. Wäre jetzt so meine Interpretation davon. Und ja, wie gesagt, fast ein Jahr ohne Update finde ich schon echt erschreckend, weil sie verdienen echt viel Geld mit dem Spiel. Sie haben wie viele Entwickler? 6, 7 Vollzeitentwickler. Oder ich vermute mal Vollzeitentwickler. Da sollte es wohl zumindest sollten sie wohl zumindest in der Lage sein, alle halben Jahres Updates rauszuklingeln. Aber anscheinend schaffen sie es nicht mehr. Nicht oder nicht mehr, ich weiß es nicht. Aber ich finde es echt erschreckend und sehr schade.
Und ja, also ich denke nicht, dass das Update noch während dem FEC-Server kommt. Wenn doch, wäre es eine Überraschung. Aber ich meine, auch irgendwie keine positive, weil gefühlt hätte das Update schon vor 2 Monaten kommen sollen. Und es kam halt einfach nicht. Und jetzt warten wir wieder, wie damals beim Herbst-Update drauf, dass es vielleicht doch irgendwie noch kommt. Aber ja, crazy. Auf jeden Fall sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flive Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut rein. Schaut auch im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin. Ciao, ciao.